Hallo Afobs, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin die Tamara. Und ich bin der Niklas. Sie sind da. Die 6 Minimodelle. Yes. Die sind jetzt da. Also jetzt, wenn ihr dieses Video guckt, könnt ihr sie im Shop erwerben und auch in den Stores. 16 Uhr. Ja, 16 Uhr. Es ist wirklich jetzt. Ja, Rennt jetzt. in die Shops und in die Stores. Oder andersrum, genau. So. Also, auf jeden Fall, ihr kriegt sie jetzt. Sie sind da und wir zeigen euch sie jetzt nochmal einzeln. Prototypen habt ihr schon gesehen. Aber jetzt geht's um die richtigen Sets. Jetzt geht's um die richtigen Um die Sets. richtigen Farben, die richtig guten Sachen. Ja. Womit fangen wir an? Ich habe keine Ahnung. Warte, machen wir es chronologisch richtig? Machen wir es... Ach komm, Okay, machen wir es einfach so. 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 Und dann schiebe ich das noch weg und dann haben wir unser erstes. Ein Marquee Raider. Genau, ein Marquee Raider. Und zwar ein spezieller Marquee Raider. Diese Schiffe kommen ja allgemein öfter mal vor, in DS9 vor allem, aber auch schon in TNG. Und wir haben uns allerdings für einen speziellen Marquee Raider entschieden, der eigentlich gar nicht so viel Screentime hat. Er kommt nämlich Voyager. in 2 Folgen vor und ja, oder in einer, je nachdem, ob man das als eine oder 2 Folgen zählt. Genau, in Voyager. Es ist nämlich die Valjean. Das ist ein ganz besonderer Marquee Raider, denn es ist der Marquee Raider, den die Voyager eigentlich einsammeln soll, sag ich jetzt mal. Dann und auf irgendwelche... ja, auf irgendwelche Fürsorgerwesen trifft und dann ist man plötzlich 70.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Das ist ein bisschen muss blöd. irgendwie wieder nach Hause finden, ja. Es ist halt Chakotay's Marquee Raider, denn der war ja bei Marquee und ist dann eben erst danach in die Voyager Crew oder beziehungsweise die ganze Crew dieses Schiffes ist dann ja später Teil der Voyager Crew. Deswegen haben wir uns halt für den entschieden, weil wir wollten einen Marquee Raider machen und dann war die Frage, welchen machen wir denn? Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich der Beste. Der kommt ja echt nur ganz kurz vor in der allerersten Folge. Genau. Also du siehst ja auch, glaube ich, noch am Anfang, wie die Voyager gerade von der DS9 wegfliegt und dann, wie lange hat der Screentime? 2 Minuten? Ich glaube, man 3 sieht Minuten? den kurz in den Badlands einmal genau. und dann sieht man ihn halt hauptsächlich eben, wie er quasi neben der Phalanx des Fürsorgers rumeiert, bis er dann halt leider am Ende vernichtet wird. Ja, boom. Genau. Wer ist denn jetzt alles eigentlich von den Marquis auf der Voyager? Torres ist ja, glaube ich, noch. Belana ist, genau Torres. Bella, Dann eben Chakotay. Ja. Gut, Tuvok ist ja so eine, der war ja nur als... Irgendwas war da. Er ist als Beobachter oder sowas? Nicht Nee, Beobachter, wie aber- nennt sich das denn jetzt nochmal? Als Geheimagent quasi genau. war er ja an Bord. Es gibt aber noch ein paar andere, die ja vom Marquis sind. Ja. Unter anderem unsere kardassianische Freundin, die ich immer gehasst habe. Dementsprechend auch ein neuer Stand mit dem Marquis-Symbol. Ihr kennt das wie bei den Minimodellen üblich. Ein Print, in dem Fall eben mit Voyager-Symbol, weil wir uns eben für die Valjean entschieden haben. Und das Set selber ist ein Minimodell, aber ich finde, Es ziemlich ist gut echt gelungen. hübsch gelungen. Ja, für die Größe. Ja. Ich habe gerade den Karton gesucht, aber ich glaube, den hast du auf deiner Seite Den habe ich stehen. ja, das kann gut sein, dass ich den habe. Der ist wahrscheinlich hier, genau. Kennt ihr hier? 206 Teile hat das gute Ding. Ich meine, auch da, ihr kennt die Kartondesigns. Die sind uns vorgegeben vom Lizenzgeber. Hier oben nochmal mit der Voyager, weil es halt eben aus der Serie ist. Und auch die Bauanleitung, die ich hier überall liegen habe, kennt ihr, ist so ein nettes kleines Heftchen halt. Und sind wie immer aufgebaut, wie ihr es kennt. Verblasst, was ihr schon gebaut habt und das, was ihr in dem Bauschiff verbaut, ist dann auch in der richtigen Farbe. Keine Probleme Ja. beim Bauen? Nein, 206 es Teile ist schnell einfach gebaut. zu bauen. Und deswegen komme ich auch jetzt mal kurz zu den Fakten. Also das ist der Star Trek Marquee Raider Valjean. Hat 206 Teile, kostet 14,95 und ist entspannt zu bauen. Also da gibt's eigentlich keine Probleme. Ja, sehr schön. Gut, Dann zum nächsten. zum nächsten. Machen wir doch mal gleich mit etwas weiter, was auch öfter mal bei DS9 vorbeigeschaut hat. Ja, öfter mal vorbeigeschaltet. Ja, Cool. diese Jem'Hadar Attack Ships, Auf Deutsch Kampfschiffe? Kampfschiffe, ja. Es wird auch gerne Jem'Hadar Buck dazu gesagt, weil das Ding halt auch ein bisschen aussieht wie ein Käfer. So. Ganz bekannt aus den Dominion Wars. Oh ja, so eine Art Standardschiff vom Dominion. Das sind ja diese eigentlich, wie heißen sie denn jetzt? Wir hatten kurz vorher, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen.
Die steuern und so. Die Jem'Hadar, oder? Ja, genau. Ja, Gott, nochmal, wir hatten es doch gerade. Ja, wir haben uns nämlich im Vorfeld darüber unterhalten, wann die eigentlich das erste Mal vorkommen in DS9. Und ich meine mich eigentlich zu erinnern, dass, wann ist es, 2371 oder sowas, die Defiant ja in den Delta-Quadranten fliegt und da, ich glaube, also auf jeden Fall auf die, nicht Fürsorger, sondern auf die Gründer treffen will oder trifft. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, als dann die vom Jem'Hadar-Ship entführt worden sind, die Leute auf der Defiant Crew. Und Odo spielt da, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle dabei, um sie wieder freizukriegen. Aber ich weiß nicht, ob es das Schiff ist. Das ist nämlich der Punkt. Ja, das kann auch ein anderes sein. Also ich meine mich nämlich erinnern zu können, dass die das erste Mal auf dieses Schiff treffen, als sie mit der Odyssey im Gamma-Quadranten sind. Und ja, das war ein sehr schnelles Treffen. Ich wollte gerade sagen, dann greifen 2 Schiffe davon die Odyssey an, merken aber gut, gegen Schiff der Galaxy-Klasse haben wir dann doch eigentlich keine Chance und denken sich, in den Hauptdeflektor zu fliegen, ist eine gute Idee. Nicht für die Odyssey, denn die hat's nicht überlebt. Der auch nicht, aber das Ziel war erreicht. Und ich glaube, das war auch tatsächlich mehr oder weniger die Kriegserklärung vom Dominion gegen die Föderation. Ich glaube, ja. Spannend natürlich bei dem ist die Farben. Oh ja. Mit diesem Trans-Pink, was da drunter ist. Also es ist auch wirklich ich meine, ihr wisst bei den Nockensteinen, wir müssen immer gucken, welche Farbe am nächsten rankommt. Wir haben tatsächlich nicht die Farbe, die diese Schiffe normalerweise hätten. Deswegen ist es halt in Dark Bluish Grey mit so lila Akzenten, die wir gesetzt haben, weil, wie gesagt, die eigentliche Farbe, das ist so ein komischer Mix aus Grau, Blau, Lila. Die gibt es einfach an den Nockensteinfarben nicht. Und halt eben unten drunter mit dieser, und halt auch an den Gondeln mit diesem Trans-Pink, in dem die dann halt leuchten. Ja, aber ich finde, sie ist trotzdem sehr, sehr, sehr schön gelungen. Auch da haben wir wieder einen neuen Stand mit dem Zeichen des Dominion. Und ihr seht es halt hier natürlich, wenn es um Jem'Hadar-Schiffe geht, DS9. Klar. Und der einzige Print ist ja aber bei den Minimodellen üblich. So, du hast die Verpackung? Ja, ich habe die Verpackung. Wir haben hier 251 Teile. Ist jetzt nicht anders, wie wir die erste Verpackung, die wir euch auch gerade gezeigt haben. Ja, hinten noch mal ein paar Detailaufnahmen. Ja. Genau, und du hast die Anleitung schon? Bauanleitung eben genauso, wie gesagt. Kennt ihr. Was wir vorhin gar nicht gesagt haben, aber ihr kennt es ja mittlerweile auch, dass hier oben natürlich immer die Serie bzw. der Film draufsteht. Wann es eben das erste Mal aufgetaucht ist. Hier oben natürlich auch ganz die Defiant nochmal ganz bekannt. So, genau. Also, unser Star Trek Jem'Hadar Attack Ship mit 251 Teilen kostet bei uns 15,95. Eine Frage habe ich noch. Weißt du, wie groß die sind? Ungefähr? In Realgröße? Von der Meter kann ich jetzt nicht sagen. Also, die sind... Die sind ja recht klein, oder? Wenn ich mich recht... Also so die Engineering Hull von der D ist ein ganzes Stück größer. Da passen die, glaube ich, locker zweimal rein oder so. Ja. Also die sind eigentlich nicht groß, aber sie sind halt ätzend. Egal, zum Glück kommen am Ende ja die Romulaner und die Klingonen. Und machen mit. So, machen wir damit weiter? Mit der C. Mit der C. Schiff der Ambassador-Klasse. Ich mag diese Schiffe, muss ich ja sagen. Auch wenn das Schiff eigentlich gar nicht häufig vorkommt. Auch das ist wieder so eine Sache. Die Enterprise C kommt in exakt einer Folge vor. Das ist aber eine sehr wichtige Folge. Denn die Enterprise D trifft auf dieses Schiff durch eine Zeitreisenanomalie und holt sie quasi mehr oder weniger direkt aus der Schlacht von Narendra 3. Ja. Wo dieses Schiff nämlich einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Beziehung zwischen den Klingonen und der Föderation gehabt hat. Denn das Schiff ist bei der Rettung eines klingonischen Außenpostens auf Narendra 3 von Romulanern vernichtet worden, was die Klingonen als einen sehr ehrenhaften Tod ansehen. Und deswegen haben sie unter anderem Frieden mit der Föderation geschlossen. Als die da weggeholt wird, landen sie in einer alternativen Zeitlinie, wo der Krieg leider immer noch läuft und die Föderation dabei ist zu verlieren. Und Picard entscheidet sich deswegen, das Schiff muss zurückgeschickt werden, um den Frieden zu sichern, sag ich jetzt mal. Und was dabei passiert ist, dass Tasha Yar nämlich auf dieses Schiff wechselt. Auf sie wollte ich gerade ansprechen, genau. Genau.
Und die wird dann von Romulanern gefangen genommen, von einem Romulaner quasi, der sich in sie verliebt, bekommt dann eine Tochter und das ist Admiral Seela, die wir in der TNG auch durchaus öfter nochmal zu sehen bekommen. Finde ich sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Genau, wir haben hier vorne wieder Next Gen. Genau, weil aus der Sache ist es. Haben hier nicht den TNG-Stand, weil das Schiff ist älter als dieses Ja, Symbol. dann waren das 44, oder? Das ist, wenn die noch diese roten Uniformen haben, die sie auch in Star Trek Zorn des Khan unter anderem tragen. Ja, gut. Deswegen haben wir uns für Also dieses nicht Symbol, 60er, was wir sonst sondern bei schon. TOS nehmen. Ja. Okay. Weil es passt halt in diese Ära. Es ist eigentlich noch nicht, es kommt aus der Serie TNG, aber der Stand ist immer angepasst auf die Zeitära, aus der es kommt. Ja, und es ist schönes kleines Schiff. Ich finde es cool, wie hier der Mit dem Dish. der Deflektor, der ist eigentlich so ein bisschen eingelassen, ist schwierig in der Größe nachzuvollziehen, aber ich finde es cool gemacht, dass er dann wirklich so gekippt ist. Habt ihr echt schön gelöst, ja. So. Ein schönes Schiffchen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wer hat den, Du hast die Verpackung und ich hier, habe hier die ist irgendwo die Anleitung. etwas kleiner, hat aber auch nur 163 Teile. Genau. Wie gesagt, Verpackung, Anleitung. Ich kann auch die Anleitung kurz nochmal dazu halten, aber ist halt alles dasselbe. Richtig. Oben wieder die Idee, weil Next Gen. Genau. Wer war denn Commander davon? Es waren zwei. An den Namen des Captains kann ich mich Also ich nicht weiß mehr noch erinnern. Castillo, aber wer war davor? Castillo ist, glaube ich, der erste Offizier, der dann zum Captain ernannt wird, Genau. weil bei dem Angriff der Klingonen, bei dem ersten Angriff, Der erste stimmt. Aber wie hieß er? das ist auf jeden Fall ein weiblicher Captain, daran kann ich mich noch erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Sie stirbt dann beim Angriff der Klingonen. Ihr wisst es bestimmt, helft uns. Genau. Mal hier. Ich dachte, du wüsstest alles. Ich weiß nicht alles. Star Trek ich weiß Lexikon, ne? So, auf jeden Fall unsere Star Trek USS Enterprise NCC 1701C mit 163 Teilen kostet 12,95 Euro. Sehr schön gelungen. Interessant finde ich auch hier vorne die Warp-Gondeln. Ja, da hatten die gelöst habt. da hatten wir noch eine interessante Diskussion mit dem Lizenzgeber, der nämlich eine andere Gondelform haben wollte, sondern mehr die von der D, wo die so von vorne so ein bisschen aussehen wie so ein Katzenauge. Da hat er nämlich uns Bilder geschickt von dem Studiomodell dieses Schiffes. Das haben die aber teilweise umgebaut. Weil die haben ja diese Studiomodelle immer wieder verwertet und dann teilweise einfach nur Registriernummern und Namen ausgetauscht. Und die hat dann einen japanischen Namen gehabt, aber eben die Gondeln auch geändert gehabt. Da mussten wir dem Lizenzgeber dann nochmal aus der Folge wirklich Bilder schicken und nochmal sagen, guck mal, ihr habt das dann mal irgendwann umgebaut und wir wollen aber dieses Schiff haben und nicht das, was du uns gegeben hast. Ja, deswegen dauert es teilweise auch übrigens sehr lange. Genau. Weil wir natürlich immer Rücksprache mit dem Lizenzgeber halten müssen. Richtig. Aber es ist sehr schön geworden. Ja. Farragut? Ich glaube, die drei machen wir doch. Wir sind bei der Enterprise, also gehen wir doch weiter. Kommen wir wieder zur E. Genau. Die gibt's ja schon in Midsize. Die hatten wir schon in Midsize. Jetzt haben wir sie auch in Mini. Jetzt hier auch wieder mit dem klassischen. Genau, das ist jetzt hier also was heißt klassisch? Es ist dann ja das Symbol, was die auch bei Voyager und auch später bei DS9 haben. Stimmt. Aber eben bei der E, da hatten sie dann ja schon die neuen Uniformen. Genau. Und auch hier wieder First Contact, ist ja der erste Film, wo das Schiff auftaucht. Sovereign, klasse. Es gibt eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Ihr erster Auftritt ist grandios, finde ich, wo sie die Defiant retten vor dem Borg-Kubus. Und Riker noch so schön zur Defiant sagt, tapferes kleines Schiff. Ja. Eine Frage habe ich. Mir ist aufgefallen, also bei der Midsize ist es ja in schwarz. Und ich glaube, ihr habt lange drüber diskutiert, also hier oben. Einmal hier an den Warp-Gondeln und hier oben genau. auf dem... Wir haben sehr lange diskutiert, ob wir es wie bei der Midsize in schwarz machen oder ob wir es dann doch in Dark Pearl Grey machen. Wir haben uns Bilder vom Original-Studio-Modell angeguckt. Wir haben uns Bilder aus den Filmen angeguckt, denn es ist ja immer so eine Sache. Im Studiomodell, wenn man das unter, ich sag jetzt mal, guten Beleuchtung sieht es halt ganz anders aus, als wenn das Schiff im dunklen Weltall unterwegs ist. Und da war dann immer die Frage, und wir haben uns dann doch dazu entschieden, es jetzt in komplett Pearl Dark Grey zu machen. Also da haben wir aber wirklich lange diskutiert und auch unterschiedliche Meinungen gehabt. Also ich finde es in Pearl Dark Grey ist echt schön, aber auch die Midsize sieht mit ihrem Schwarz. Ich persönlich finde es auch in Schwarz schön, aber wie gesagt, das war eine Mehrheitsentscheidung.
So machen wir es halt, wenn wir uns nicht einigen können. Ja, aber sehr gut gelungen auf jeden Ja. Fall für die Größe. Wie viele Teile hat sie? 207. Karton, wie gesagt, kennt ihr in dem Fall wieder mit der D, wegen der Ära quasi, nicht jetzt, weil es in dem Film so ist. Und auch die Bauanleitung ist, was das angeht, wieder ganz normal, wie ihr sie kennt. Als die D zerstört wird, Ja. ist Picard da nicht auch kurz drauf? Also Was meinst du jetzt? naja, die D wird ja in den Filmen zumindest zerstört. Genau. Und auch, glaube ich, in der Serie, oder? Nee, in den Filmen. In den Filmen, okay. Ist Picard dann in den Filmen nicht auch auf der D? Captain? Auf der E. Oder wird die, auf der E, sorry, ja. Und Ja. auf der E, auf der D, die wird ja dann neu gebaut, ne? Nee, die wird jetzt, die Engineering-Hall von der D explodiert ja komplett und die Ja. Untertasse Genau, deswegen, stürzt das- irgendwo ab ja. auf dem Planeten. Und dann wird halt eine neue Enterprise gebaut und das ist dann halt die Sovereign-Klasse. Ja. Und das da ist dann, kommt dann auch Picard wieder und wird da Captain. okay, gut. Dankeschön. Kein Problem. Ja, die Star Trek USS Enterprise NCC 1701E mit, was haben wir gerade, 207 Teilen, kostet bei uns 14,95. Und wie bei den anderen Schiffen auch, ist entspanntes Bauen. Bei den Minimodellen gibt es jetzt in der Welle eigentlich keine Probleme. Ja, schön. Ja. Und wenn wir schon gerade bei Rettungen sind, dann spielt doch dieses Schiff eine entscheidende Rolle, oder? Das war ja eine perfekte Deswegen Überleitung hab ich mit der dich gefragt. Zerstörung der D. Perfekte Überleitung. Ja, wir haben hier die USS Farragut. Welche Schiffsklasse ist es? Das Weißt wollte ich gerade gucken. Ich habe es nämlich nicht mehr im Kopf. Du hast es dir Und aufgeschrieben. Das ist die Nebula-Class, natürlich. Genau, Ist ja Nebula-Klasse. jetzt nicht nur die eine von der Nebula-Class. Es gibt jede Menge von der Nebula-Klasse. Ich habe erst vor ein paar Tagen noch eine Folge von Deep Space Nine gesehen, ich wo wollte eine gerade sagen, angedockt Deep Space ist. Es ist aber nicht die Farragut. Da docken doch auch ständig Nebula-Klassen Ständig, an bei der DS9. auch Ja. hinterher im Krieg mit dem Dominieren Ja. werden immer öfter Nebula-Klassen dann auch gezeigt. Die gibt's ja mit verschiedenen Aufsätzen. Es gibt dann hier so einen Satellitenschüsselaufsatz, nenne ich es mal. Und es gibt Stimmt, halt ja. diesen, das ist Ja. dieser Kampfaufsatz. Das sind zusätzliche Torpedorampen. Je nachdem, was die für einen Einsatz hat. Das ist ein bisschen spezieller an dem Schiff. Die kann nämlich vollkommen unterschiedlich eingesetzt werden. Und bei der Farragut ist es halt dieser Aufsatz. Dementsprechend hat diese Version jetzt auch den. Und sonst besteht sie ja im Grunde genommen aus Elementen von der Enterprise D, wenn man so will, von der Galaxy-Klasse. Also sie hat im Grunde genommen dieselbe Untertassensektion Ja, und nur auch umgedreht. dieselbe Engineering-Hull und auch dieselben Gondeln. Ja. Jetzt könnt ihr euch fragen, warum haben wir denn die Gondeln nicht hundertprozentig so gebaut, wie wir es bei der D in Mini gemacht haben? Denn da waren die hinten eckig. Ja, Das liegt auch daran, dass der Lizenzgeber bei diesem Modell gesagt hat, könnt ihr es nicht rund machen. Und wir haben gesagt, ja klar, können wir, ist kein Problem, machen wir. Und ich finde, sie ist wirklich, sie ist gut gelungen. Ja. Aber auch da nur ein ganz kurzer Auftritt, oder? Eigentlich nur im Film, jetzt muss ich deswegen- spicken, genau, auch wieder eine treffende Generation. Genau. Ne? Und da beamen ja, glaube ich, Picard und Riker dann später Auf jeden Fall. Also werden drauf gebeamt. Aber das ist ja auch nur ganz kurz. es ist eigentlich oder? nur ein kurzer Auftritt, Ja. aber wie auch bei dem Marquis Raider hatten wir uns halt bei dem Schiff gefragt, wir wollten das machen, wir wollten diese Schiffsklasse machen, aber welches Schiff nehmen wir denn? Weil wir haben halt immer irgendwie ein spezielles Schiff natürlich rausgenommen und nicht einfach nur gesagt, das ist ein Schiff der Ambassador-Klasse oder so. Und da haben wir halt geguckt, welches Schiff hat denn so eine besondere Rolle? Und da haben wir halt gesagt, eigentlich ja die Farragut, die halt die Überlebenden der Enterprise D aufnimmt und sie evakuiert. Auch wenn es nur ein kurzer Auftritt in den Film ist, haben wir gesagt, die finden wir schon durchaus wichtig, hat eine Definitiv. wichtige Rolle. Und auch hier, deswegen hat sie auch den TNG-Stand, weil Ja. da gehört sie halt hin. Du hast das. Ich habe den Karton. Genau. Ich glaube, der größte Karton, den wir bei den Minimodellen bisher hatten. Das stimmt. Es hat 224 Teile. Auch hier oben wieder die Ära, Genau. beziehungsweise in dem Fall ja dann der Film. Ja. Und wie gesagt, Bauanleitung ganz normal. Im Übrigen, das wollte ich schon die ganze Zeit schon sagen, keins der Minimodelle hat Bauschrittunterteilung.
Braucht ihr aber auch nicht, Ja, weil keins es kommt sind über nur- eine Teileanzahl, Das ist wo das man das Maximum brauchen hier. würde. Das hier ist doch das Maximum mit 224 Teilen, ne? Ja, ich glaube, das ist das größte Set der Welle. Nee, nicht ganz. Der Jem'Hadar hat 251. Ah, okay. Ja. Also das baut man mal eben schnell weg. Ja. Auf jeden Fall die Star Trek USS Farragut NCC 60597 hat 224 Teile und kostet bei uns 15,95. Sehr schönes Schiffchen. Schönes Schiff, ja. Du hast das letzte bei dir stehen. Ich habe das letzte bei mir. Machen Und wir das da jetzt die Überleitung? das weiß ich auch nicht. Ich sehe die Farbe und denke Warte, Hähnchen. doch, ich hab's. Also hier. Nein, doch. Wir haben ja gerade schon gesagt, die dockt ab und an mal auf der DS9 an. Ja. Und die DS9 hat ja einen bestimmten Charakter. So, und jetzt kannst du das Schiffchen da hinschieben. Du meinst Quark. Ja, hab ich mal Er ist Quark. Ferengi. Ja, richtig. Und jetzt haben wir ein Ferengi-Schiff. Ja. Und zwar ein Ferengi Marauder der Korra-Klasse. Interessanterweise, obwohl DS9 die meisten Stories mit Ferengis hat, glaube ich, Kommt's nicht einmal vor? kommt dieses Schiff nicht einmal in DS9 vor. Es kommt tatsächlich nur in TNG vor. Ganz am Anfang. Die Folge heißt, Gala-Vorstellung. Ja, das Da ist werden die, die oh Gott, Ferengis noch, wie nennt man das? etwas seltsam dargestellt. Ja, etwas seltsam dargestellt. Mit ihrem komischen gebückten Gang und diesen Laserpeitschen. Oh Gott, also zum Glück haben sie das geändert, Ja, wirklich. also hat nicht mehr viel mit Quark zu tun, den Ja. wir kennen. Wobei Quark ja auch, glaube ich, spielt der nicht sogar schon mit? Ja, der spielt Ja, schon in der der Folge spielt mit. Also mit. der Armin Schimmermann der hat in Ja. der Folge, Genau. glaube ich, sogar seinen ersten Star Trek Ja, ich Auftritt glaub und wird auch, dann ja. halt später zu Quark. Ja, wunderbar. Aber wie gesagt, zum Glück haben sie die Ferengi geändert. Das war schrecklich in der Folge. Finde ich auch. Aber die Laserpeitsche, habe ich gesehen, haben sie wieder ausgegraben in Enterprise. Ja, haben Sie? In der einen Folge, wo die NX-01 von Ferengi gekapert wird, gibt es eine Szene, wo ein Ferengi mit einer Laserpeitsche benutzt. Stimmt. Und das sieht Oh wesentlich cooler aus als Ja. das, was in TNG hat. So, zurück zum Schiff. Genau. Ist, glaube ich, sowohl Kriegs- als auch Transportschiff bei den Ferengis. Ja. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, wie viele Schiffe haben die Ferengis? Gar nicht mal so viele, oder? Ja, Ich glaube, die haben nur 2 oder 2. insgesamt, mir ist nein, nur es das gibt, es gibt eine bekannt. Reihe von denen. Ja, Also, okay. das sind halt schon viele. Ob die Namen haben, weiß man Ja, zum man Beispiel sieht sie nicht. halt nicht häufig, das ist der Ja. Punkt. Genau, man sieht sie nicht häufig. Sie sind aber von der Größe her alleine das Ding so groß wie eine Galaxy-Klasse. Also die Teile sind groß, verdammt groß. Und die sind auch schwer bewaffnet, denn jetzt kommt etwas, und da muss ich gestehen, das wusste ich nicht. Es ist mir nicht aufgefallen, weil man es kaum sieht und es auch nur in einer Folge vorkommt. Aber unser Marco, der die Sachen hier designt hat, er hat es einfach, ich weiß nicht, er hat es irgendwo im Referenzmaterial gefunden, er hat es eingebaut. Die Teile haben nämlich einen ausfahrbaren Torpedolauncher. Okay, das wusste ich auch nicht. Das wusste ich auch nicht, ja weil man sieht cool. es in dieser einen Folge, du hast sie gerade genannt, in Gala-Vorstellung, Das sieht man ist das Teil mal ganz kurz, man sieht nicht mal, wie es ausgefahren wird. Man sieht dieses Schiff, Ja, genau. wo es Also, nicht ausgefahren wird und dann in irgendeiner Szene mal ganz kurz, ach ja, jetzt ist er ausgefahren. großartig. Das ist aber auch echt schön Genau. umgesetzt. Das zieht ihr nach oben raus und müsst es dann so hinten rein schieben, dann hält es auch oben. Mega gut. Das Finde ist ich toll. ziemlich cool. Das ist echt genial. Und so ein Okay, Schiff... Stand. Entschuldigung. Achso. Ja, da bist du aber ganz richtig. Der Stand natürlich, Ferengi-Symbol. Und wie auch hier Star Trek Next Generation, weil es halt da das erste Mal aufgetaucht ist. Eins von den Schiffen ist ja auch für die Evakuierung und angebliche Zerstörung der Stargazer verantwortlich. Denn gegen so ein Ding musste Picard sich durchsetzen mit der Stargazer und hat es halt geschafft mit seinem Picard-Manöver. Gerade eben so, mussten dann aber das Schiff evakuieren und dann kommt es ja hinterher dann doch wieder, weil der Vater von dem Ferengi, der dieses Schiff gesteuert hat, nicht ganz so glücklich darüber ist und sich rächen will. Ja, aber das löst PK ganz gut. Ja. Eine wichtige Sache, ihr habt hier hinten diese runden Elemente. Und uns ist aufgefallen, die haben nicht den passenden Winkel. Also es war hier kein sauberer Übergang irgendwie, sondern hier gab es so eine Kante, weil die irgendwie die falsche Rundung hatten. Deswegen habt ihr noch welche zusätzlich in der Zusatztüte bei den Sets dabei. Guckt also, dass ihr die richtigen Teile nehmt, also die, mit denen ihr einen sauberen Übergang habt und nicht die, wo der Übergang halt am Ende Die werden hier, fehlerhaft ist. Das sind die 4, ne? Es sind, glaube ich,
Also hier sehe ich ja, es und mal. die 4 hin, es müssten, Achso. genau, es sind 8 Stück, Okay. die ausgetauscht werden müssen. Also guckt, dass ihr da die nehmt, die auf jeden Fall den sauberen Übergang habt. Dann, ich habe den Karton, 207 Teile. Wir haben es ja gerade, Next Gen ist draufstehen. Ja, wir haben es ja gerade angesprochen, wieder aus Next Gen. Hinten wieder nochmal Detailbilder und du hast die Anleitung. Anleitung, wie gesagt, ganz normal. Was? Warum? Und Auch noch eine Sache. Falls ihr euch fragt, warum ist das Teil in dieser Farbe? Wir haben dem Lizenzgeber mehrere Farben zur Auswahl gegeben, weil wir es selber nicht wussten. Weil das Teil in jeder Serie, in jeder Folge anders aussieht, weil es anders beleuchtet wird. Und er hat gesagt, das ist die richtige Farbe. Dann wird es ja wohl die richtige Farbe sein. Das hoffe ich. Sehr schöne Umsetzung, also wirklich. Der Star Trek Ferengi Dakawa Marauder hat 207 Teile und kostet bei uns 14,95. Dann schieben wir nochmal alle Sachen ins Bild. Würde ich auch sagen. Genau. Das waren sie dann nämlich auch, die 6 Mini-Modelle. Ja, sorry, die sind irgendwie alle auf meiner Seite gelandet. Ja, Das ist irgendwie jetzt hast du nicht die, so schlimm. ne? Hast du gedacht, Du weißt, willst du was ich alle jetzt haben, gleich ne? tue, ne? Unser Shop ist nicht weit von hier. Also unser Store in Weiterstadt. Ja. Also, Ja. 6 Minimodelle, ich glaube, für jeden ist was dabei, hoffe ich zumindest. Oh ja. Für mich ist auf jeden Fall was dabei. Ja. Alles. Ich wollte gerade sagen assimilieren, aber es ist ja gerade kein Bock dabei. Nee. Ich habe keinen Ja. Platz mehr. Stimmt. Ich auch nicht. Wir kriegen sie hin. Wir kriegen sie irgendwo unter. Irgendwie kriegen wir es hin. Genau. Ihr hoffentlich auch. In dem Sinne, Ja. Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt's mehr. Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. Ciao. So, Ja. welches Schiff nimmst du? Also ich bin für das. Also ich brauche auf jeden Fall die C. Dann brauche ich den Dominion. Dann nehme ich auch noch die E. Ja, die habe ich auch schon im Mid-Size. Und ich nehme auch die. Ich nehme die Föderation, du nimmst den Rest. Ja, das ist okay. Das ist okay.